Wenn dein Papierstapel dich morgens schon böse anguckt, keine Sorge, du bist nicht schlecht organisiert. Du hast einfach zu viel Input und zu wenig Ablagelogik. Das ändern wir jetzt, klein und machbar. Und zwar so, dass es auch an Tagen funktioniert, an denen du null Energie hast. Nicht perfekt, aber tragfähig. Der Stapel, der dich anstarrt, vielleicht kennst du das. Du läufst an diesem Stapel vorbei und in deinem Kopf beginnt es sofort zu brodeln. Oh Mann, das sollte ich schon längst erledigt haben. Und selbst wenn du den Stapel heute ignorierst, er ignoriert dich nicht. Er steht da wie ein kleines, stilles To-Do oder eher wie so ein leises „Du wolltest doch noch“. Und das Blöde ist, Papierkram ist nicht einfach nur Papier, er ist Entscheidungen. Und Entscheidungen kosten Energie. Perspektivwechsel, warum Papier so stresst. Papierchaos fühlt sich oft so belastend an, weil es zwei Dinge gleichzeitig macht. Erstens, es ist visuell präsent. Dein Kopf kann es nicht wegklicken. Er sieht es. Immer wieder. Und jedes Mal kommt dieser Ministich. Noch offen. Zweitens, jeder Zettel stellt dir eine Frage. Behalten oder weg? Muss ich reagieren? Wohin damit? Ist das wichtig? Und wenn du gerade viel um die Ohren hast, Job, Kinder, Alltag, 1000 Kleinigkeiten, dann wird genau das schwer. Starten, sortieren, dranbleiben. Manche Menschen haben es damit grundsätzlich schwerer, zum Beispiel wenn sie schnell überreizt sind, unter Stress stehen oder ihr Kopf beim Planen und Priorisieren gern mal auf Nebeltag schaltet. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist einfach menschlich. Und dann kommt noch was dazu. Papierkram ist heute einfach mehr geworden. Schule, Vereine, Versicherungen, Behörden, Rechnungen, Portale, E-Mails. Es ist nicht so, dass du plötzlich weniger kannst. Es ist eher, es kommt mehr rein. Was wir heute nicht machen. Ganz wichtig, wir machen heute keinen „Jetzt sortiere ich mein ganzes Leben“ Tag. Und wir bauen auch keine Ordnerlandschaft wie in einem Steuerbüro. Heute geht's um etwas anderes. Wir stoppen den Papierfluss und wir schaffen einen Ort, an dem Papier endlich hin darf, ohne dass es überall landet. Stopp. Stopp heißt heute kurz anhalten und den Druck rausnehmen. Stoppsatz. Ich muss das nicht heute komplett erledigen, ich muss es nur wieder machbar machen. Du brauchst nicht mehr Disziplin. Du brauchst ein System, das dich entlastet, auch dann, wenn du müde bist. Sort, das 3-Boxen-System. Sort heißt, wir sortieren nicht in perfekt, wir sortieren nur in Entscheidungen. 3 Stück. Das war's. Box 1, weg. Weg heißt, wenn du dieses Blatt nicht brauchst, um etwas zu bezahlen, zu beantworten oder später zu beweisen, dann darf es weg. Werbung, Umschläge, Beileger, doppelte Infos, raus damit. Und wenn du kurz unsicher bist, dann leg es erstmal zu ablegen, lieber sicher als ewig festhängen. Box 2, bearbeiten. Bearbeiten heißt, dieses Blatt will etwas von dir. Du musst bezahlen, antworten, etwas einreichen, einen Termin machen oder es hat eine Frist. Wenn du beim Lesen merkst, oh, da muss ich was tun, dann ab in die Box bearbeiten. Und wenn du nur unsicher bist, ob da eine Frist drin steckt, lieber bearbeiten. Dann geht's nicht unter. Box 3, ablegen. Ablegen heißt, du musst heute nichts tun, aber du solltest es später wiederfinden können, falls jemand fragt. Also, Verträge, Bescheide, Rechnungen, Garantien, wichtige Bestätigungen. Alles, was du im Zweifel irgendwann mal vorzeigen musst, darf in Ablegen. Und wenn du denkst, das wirkt wichtig, aber ich weiß nicht wohin, dann pack es auch in Ablegen. Du kannst es später immer noch genauer einsortieren. Und jetzt kommt der Trick. Viele Leute scheitern nicht am Sortieren, sondern am Wohin damit. Deshalb erst Boxen, dann Inhalte. Wenn du einen Kopf hast, der schnell Dinge vergisst, sobald sie aus dem Blick sind. Dann sind offene Boxen oder transparente Ablagen oft besser als geschlossene Ordner. Nicht, weil Ordner schlecht sind, sondern weil dein Kopf so arbeitet. Das Ziel ist nicht, ich bin jetzt ein anderer Mensch. Das Ziel ist, mein Papier hat jetzt einen festen Platz. Mini-Test, wirklich mini. Nimm dir gleich heute oder morgen 10 Papierstücke. Nur 10.
und du sortierst die in diese 3 Boxen. Nicht lesen wie ein Jurist, nur grob entscheiden. Wenn du das schaffst, dann ist das System alltagstauglich. Step, der kleinste machbare Schritt. Step ist jetzt der Teil, der alles verändert. Eingangskontrolle direkt an der Tür. Das klingt klein, aber es ist riesig. Weil Papierchaos oft nicht entsteht, weil du zu wenig sortierst, sondern weil Papier wandert. Step in 2 Minuten. Erstens, stell einen Papierkorb direkt dahin, wo du die Post in der Hand hast. Zweitens, öffne Post nicht über dem Tisch, nicht über dem Sofa, nicht später, sondern genau da. Drittens, Umschläge und offensichtliche Werbung sofort weg. Viertens, der Rest landet nur noch in Box bearbeiten oder ablegen. Und wenn du wirklich gar nichts schaffst, wirklich gar nichts, dann ist dein Minischritt heute nur dieser. Alles Neue kommt in eine einzige, noch offen Box. Nicht auf den Tisch, nicht aufs Sideboard, nicht auf den Stuhl, sondern in die Box. Ritual statt Regel, die Post-Playlist. Und jetzt machen wir es noch leichter. Rituale statt Regeln. Wenn du dir vornimmst, ich mache Papierkram, klingt das wie ein Strafzettel. Wenn du dir vornimmst, ein Lied lang, klingt das machbar. Mach dir eine kleine Post-Playlist. Ein Lied, 5 Minuten. In diesen 5 Minuten machst du nur eine Sache. Box bearbeiten, anfassen. Nicht alles. Nur anfangen. Das Ziel ist nicht, alles fertig. Das Ziel ist, ich bleibe im Kontakt, statt dass es wieder zuwächst. Für Tage ohne Energie. Und wenn du heute keine Energie hast, völlig okay. Dann mach's wirklich winzig. Nimm nur das Papier, das gerade rumliegt, und leg es in die passende Box. Fertig. Kein Sortieren bis ins Detail, kein Abarbeiten, nur dafür sorgen, dass es nicht wieder wandert. Und genau dadurch wird's morgen leichter, weil der Papierkram endlich einen festen Platz hat. 3 Hilfsmittel, die das System leichter machen. Und bevor wir zum Fazit kommen, noch 3 ganz praktische Lösungen, falls du dich gerade fragst, okay, aber was für Boxen soll ich nehmen? Und ja, ich nenne das alles Boxen. Hauptsache, das Papier hat endlich einen festen Parkplatz. Erstens, die klassischen Briefablagen. Die gibt's in allen möglichen Farben, oft stapelbar, und die sind super, wenn du es simpel willst. Eine für Bearbeiten, eine für Ablegen, fertig. Und kleiner Zusatz, früher gab's die gefühlt nur im Längsformat. Heute gibt's auch Ablagen im Querformat, und wenn dir das Einlegen damit leichter fällt, nimm die. Hauptsache, du nutzt sie wirklich. Zweitens, Ablagen mit mehreren Fächern in einem Stück. Zum Beispiel 4 Fächer. Das ist praktisch, wenn du einen festen Platz am Sideboard hast und du wirklich alles an einem Ort sehen willst. Dann kannst du dir ein Fach für Bearbeiten, eins für Ablegen und ein Fach für noch offen lassen. Und das 4. Fach? Das kann zum Beispiel weg damit sein oder warten auf Antwort, je nachdem, was bei dir am meisten anfällt. Und drittens, Wandhalter für Dokumente. Die sind genial, wenn auf der Kommode einfach nie Platz ist oder wenn Papier bei dir sonst sofort wieder wandert. Dann hängt's sichtbar, griffbereit und nicht mitten im Alltag im Weg. Wenn du dir sowas aussuchst, achte auf 3 Dinge. Nicht auf die schönste Optik. Erstens, eine große offene Öffnung ohne scharfe Kanten, Papier sollte einfach reinrutschen. Zweitens, stabil und nicht wackelig, sonst nervt's im Alltag. Drittens, so platziert, dass du es im Vorbeigehen nutzen kannst. Nicht erst extra hingehen oder rumfummeln müssen. Ein Punkt, den viele unterschätzen. Geschlossene Boxen mit Deckel sehen oft schicker aus. Und ja, es wirkt sofort ordentlicher. Aber wenn du jedes Mal erst den Deckel abmachen musst, ist das im Alltag oft genau die kleine Extrahürde, die dazu führt, dass du es irgendwann nicht mehr benutzt. Vielleicht kommt dir gerade dieser Gedanke, alles schön und gut, aber was ist, wenn die Boxen voll sind? Das ist ein guter Punkt und genau darum geht's im nächsten Video. Ich zeig dir, wie du das Ganze dauerhaft ablegst, ohne dass es kompliziert wird. Hier noch ein kleiner Erfahrungswert von mir. Metallgitterablagen können super aussehen. Bei mir waren sie eher ein kleiner Wuttest, weil die Papierecken ständig im Metallgeflecht hängen geblieben sind. Und wenn das Einlegen schon Stress macht, gewinnt am Ende wieder der Stapel auf dem Tisch. Fazit: Papierchaos ist selten ein „Du bist so Problem". Meist ist es ein „Es kommt zu viel rein und es gibt keinen festen Eingang" Problem.
Heute nur eins. Leg fest, wo neue Post hinkommt. Und gib dir 3 Entscheidungen. Weg, bearbeiten, ablegen. Wenn du magst, schreib mir in die Kommentare. Was ist bei dir der größte Papierstress? Schule, Behörden, Rechnungen oder diese eine Schublade, die man nur öffnet, wenn man mutig ist? Und hey, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich. Wenn du tiefer einsteigen willst, schau mal in die Videobeschreibung. Da habe ich dir ein paar Hörbücher und Bücher verlinkt, die beim Thema Papierkram, Überforderung und alltagstaugliche Systeme richtig gute Impulse geben. Und auch ein paar Hilfsmittel, die das Ganze noch leichter machen können, ohne dass du dein Leben umkrempeln musst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Systeme statt Disziplin. Und heute nur eins, der Eingang.